Hey, heute soll es mal darum gehen, alles fließt. Und dein Ego fließt auch, dein Ich. Das bedeutet, das, was du als so gegeben annimmst, über dich fließt. Es ändert sich von Augenblick zu Augenblick. Ich hatte in einem anderen Video schon mal über die Zeit gesprochen und hatte gesagt, die Zeit ist in Wirklichkeit ein Punkt. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass wir die Welt uns immer materialistisch vorstellen, als also etwas, das einfach da ist und das über die Zeit eine Dauer hat, aus diesem Materialismus kommt. Wir stellen uns die Zeit eher als einen längeren Balken vor, als einen Punkt. Aber in Wirklichkeit ist die Zeit nur ein Punkt. Der Heraklit, ein Philosoph, ein griechischer Philosoph vor 2000 Jahren etwa, der hatte ja gesagt, alles fließt. Und er meinte damit, dass alles im Fluss ist. Sowohl die Materie, jeder Gegenstand, der Tisch hier, das Mikrofon fließt, ihr fließt, ich fließe, alles fließt. So meinte der das. Und aus meiner Sicht ist das eine Auseinandersetzung mit dieser unzutreffenden Vorstellung des Materialismus, dass es eine Sache gibt, die im Außen vorhanden ist und starr ist. Nun ist es aber nun mal so, dass der Materialismus ja allgegenwärtig ist. Das ist also keine Weltanschauung oder so, die irgendwo im Außen, in irgendeinem Außen vorhanden ist, sondern sie ist in euch, in mir und in uns allen. Sie ist also allgegenwärtig. Es ist auch eigentlich nicht als Weltanschauung definiert, sondern es ist eher eine Grundannahme, die wir alle haben. Und ich denke, dass diese Grundannahme vor vielleicht 2000 Jahren in dem Maße, wie wir sie heute haben, noch nicht vorhanden war. Was ich natürlich nicht beweisen kann, aber es ist einfach meine Annahme, weil grundsätzlich gibt es ja nichts, was wir im Grunde von heute beurteilen können und sagen können, damals war das so in den Köpfen von denjenigen, sondern wir müssen sagen, wir wissen es nicht. Und was wir heute über die Vergangenheit sagen, ist immer ein Narrativ aus unserer heutigen Sicht, natürlich. Und so sehen wir also alles materialistisch. Dieses materialistische Denken hat sich sehr verfestigt und wir haben also riesige Wissensgebäude darüber gestülpt. Und nun ist es ja nun mal so, dass ich hier auf diesem Kanal das nun mal anders denke. Ich sage immer, das Universum ist ein Bewusstsein und dieses Bewusstsein besteht nicht aus Materie, die in 3D-Räumen schwebt und über die Zeit existiert, sondern es ist ein Universum aus Informationen oder man könnte auch sagen Gedanken. Die Informationen, aus denen das Universum ist, stellt sich uns als Gedanke dar und als Vorstellung. Und nun kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute sich sagen, na gut, das ist dann also einer der Spinner, die auf YouTube etwas sagen. Und da gibt es ja so manchen, der da etwas behauptet. Und aus dieser Sichtweise kann man also gut sehen, es kommt nicht so sehr darauf an, was ich hier behaupte, sondern dass es sich auch irgendwie integriert in ein Denken. Und in meinem Denken ist es integriert. Ich habe durchaus nicht die Vorstellung von Materie, wenn ich auch ganz gut natürlich weiß, was damit gemeint ist, aber der Spiritualismus sagt mir eben, dass das Universum einen anderen Ursprung haben muss und eine andere, wenn man so will, Konsistenz und damit auch andere Eigenschaften, als wir normalerweise denken. Und indem ich also diese Sendungen mache und indem ich versuche, das zu erklären, entwickelt sich der Spiritualismus in mir weiter und ich hoffe ja immer, dass ich damit auch den Leuten, die hier zusehen, etwas über sich sagen können. Ja, dass man also da geistig weiterkommt, denn das ist ja der Sinn von so einer Philosophie. Es ist ja nicht der Sinn, dass ich jetzt irgendwas behaupte und sage, ihr müsst so denken oder so, sondern der Sinn wäre, dass man über sich etwas versteht und dass man davon auch einen Nutzen hat, wenn das möglich ist. Oder dass man zum Beispiel Probleme, die man hat, lösen kann, indem man da etwas besser versteht. Und deshalb möchte ich heute mal über das Ego sprechen, unter dem Aspekt, alles fließt. Alles fließt, euer Ego fließt auch.
Nochmal kurz zu dieser Sichtweise, die immer so statisch ist. Also der Heraklit, der kam ja zu seinem Alles fließt dadurch, dass er gesagt hat, wir stellen uns alles so statisch vor, inklusive der Fluss, der als Gegenstandswort und als Vorstellung erstmal so gegenständlich und so starr erscheint wie irgendein anderer Gegenstand, also wie zum Beispiel ein Stein oder ein Schrank oder überhaupt alles. Dass wir immer sozusagen aus dem Augenblick heraus begreifen und dann als Gegenstand in unserem Geist festschreiben. So wie ein Wirbel, der immer wieder auf sich selbst zurückkommt. Eine auf sich selbst zurückkommende Information, die aber im nächsten Augenblick wohl beobachtet eine andere sein müsste. Also du hast den Fluss, den Stein, das Haus und so weiter. Und nun hatte der Heraklit gesagt, wenn ich aber an den Fluss gehe und denke mir, ich könnte ja mal reinspringen und ein Bad nehmen und dann nach ein paar Sekunden entscheide ich mich dafür, in den Fluss reinzuspringen, dann ist der Fluss, in den ich da reinspringe, ein anderer als der, den ich zuerst beobachtet habe und habe gesagt, ich könnte ja mal hineinspringen, weil das Wasser, das den Fluss ja eigentlich ausmacht, ist weitergeflossen und das Wasser, was ich da vor mir sehe, ist ein ganz anderes Wasser als das, was vorher da war. Das bedeutet, das, was wir uns als die Substanz des Flusses vorstellen, diese Materie, die da ist, die ist weg und ausgetauscht durch eine andere. Ich will jetzt mal, also versucht mal davon, darüber hinweg wegzugehen, dass man sagen könnte, Wasser ist Wasser und das spielt ja jetzt keine Rolle, welches Wasser da drin ist. Es geht einfach um die Tatsache, dass es sich gewandelt hat und es könnte jetzt vielleicht ganz anderes Wasser sein, mit einer anderen Qualität, einer anderen Färbung und so weiter. Es geht darum, dass die materielle Substanz sich ausgetauscht hat. Was, was bleibt also übrig von dieser Konstante namens Fluss? Es bleibt ihre Relation übrig. Zu was eigentlich? Die Relation zum Beispiel zu einem Haus, das da steht, oder zu Bergen, zwischen denen der Fluss fließt, oder, oder zu deiner Person. Du kennst den Fluss, du hast ihm einen Namen gegeben. Er ist in deiner Vorstellung so und so. Du bist also einer dieser relativen Punkte, innerhalb dessen der Fluss fließt. Und so ist ja im Spiritualismus die Welt überhaupt nur zu begreifen als vollständige Relation. Und das ist eben ein Aspekt, der uns im Materialismus so nicht geläufig ist. Denn im Materialismus denken wir ja immer in festen Entitäten und wir glauben, dies sei überhaupt die Eigenschaft der Welt, dass sie fest ist, dass sie in einem Außen existiert, dass sie aus Materie ist, dass wir sie beschreiben können, dass wir Informationen, die eindeutig sind, darüber anhäufen in riesigen Bibliotheken. Und dann verknüpft sich damit irgendwie auch die unklare Vorstellung, dass wir mit diesem Sammeln von Informationen irgendwann mal zu einer Perfektion gelangen oder zu einem Ende. Wohingegen es die Vorstellung des Spiritualismus ist, dass da Informationen immer eindeutig, also einzigartig sind und aus uns entstehen, aus dem Bewusstsein entstehen, wir natürlich niemals damit fertig werden können, Wissen anzuhäufen oder sagen wir mal Datenpunkte aufzunehmen in Büchern oder Bibliotheken oder in sonstigen Sammlungen und ähm, alles fließt eben. Und du könntest über einen Fluss auch versuchen, eine Bibliothek anzulegen, die, wenn du die Tröpfchen im Fluss beobachtest und die aufschreibst, diese Bibliothek würde schnell anwachsen und würde immer größer werden und du könntest niemals aufhören damit, denn du würdest sehen, dass es immer neue Konstellationen gibt. Und ganz ähnlich ist es eben in jedem nur denkbaren Gegenstand, den du beschreibst. Im Spiritualismus ist es ja immer so, die Welt ist ein Bewusstsein und alles das, was du über die scheinbar so festen Gegenstände sagst, resultiert aus deinem Denken, resultiert aus Bewusstsein und nimmt, indem es sich fortschreibt, immer neue Formen an. Und du kannst genau dasselbe über dein Ich sagen, über dein Ego. Du sagst also, dass du kannst Aussagen über dich treffen. Du kannst sagen, ich bin der Typ, der also starke Muskeln hat beispielsweise. Was ja schon einmal die
diese Idee des Materialismus konterkariert, dass es eine Trennung gibt zwischen dem Bewusstsein oder dem Geist und der Materie. Was du über dich aussagen kannst, hat immer irgendwas zu tun, auch mit materiellen Dingen. Und du siehst, wenn du das eine Weile machst, welche Aussagen du über dich treffen kannst, dann siehst du, dass es alles Dinge sind, die mit dieser Welt zu tun haben. Und nun zieh mal das ab von der sogenannten Seele oder dem Bewusstsein. Dann zieh mal das ab, was mit der sogenannten materialistischen Welt zu tun hat und gucke, was da noch übrig bleibt. Und du wirst feststellen, da bleibt nichts übrig. Dieses Bewusstsein lässt sich nicht trennen von deinem Selbst, weil es genau dasselbe ist. Die Welt ist eine Vorstellung, bedeutet auch, du bist eine Vorstellung. Und da in unserer Vorstellung die Materie das eine ist, dieses Feste, und die Vorstellung etwas ganz anderes, was also strikt zu trennen ist die Vorstellung etwas sehr Fluentes, etwas sehr Flüssiges, etwas sehr sich schnell Bewegendes. Und die Materie ist das Starre. Und wenn wir nun denken sollen, dass unser Selbst, das Ego, das Ich, etwas Flüssiges ist, etwas, das fließt, dann haben wir damit unsere Schwierigkeiten, weil sich damit ja dieser Widerspruch zwischen Materie und Geist total auflöst. Übrigens ist dieser Widerspruch zwischen Materie und Geist ja in den ganzen Denkrichtungen und Philosophien und Religionen so anzutreffen, dass man oftmals so die Vorstellung hat, dass sich das Bewusstsein von der Materie völlig lösen könne und dann in einem jenseitigen Raum hin und her wandert oder aus diesem jenseitigen Raum heraus das Materielle beobachtet und dass es wie im Christentum zum Himmel aufsteigt und dort anfängt, Harfe zu spielen, was also auch eine Vorstellung ist, die manchen gar nicht so erfreut, weil mancher sagt, ja, ich möchte eigentlich gar nicht bis in alle Ewigkeiten Harfe spielen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Vorstellungen jede denkbare Form annehmen können, und das sieht man letzten Endes auch in den Religionen und in den Weisheitslehren, dass man also sich völlig von diesen materiellen Dingen lösen kann, die ja übrigens ihrerseits dann wieder eine starke Verschwommenheit haben, wenn wir beispielsweise sagen sollen, was der materielle Gegenstand Luft ist, den man ja gemeinhin weder sieht noch besonders spürt. Ach so, und ich war jetzt gerade dabei zu sagen, ja, also das Ego fließt. Und du kannst es also daran zum Beispiel beobachten, wenn du sagst, du beschreibst dich selber und du stellst fest, dass es bestimmte Bereiche gibt, die du über dich beschreiben kannst und die dir selber dann neu sind, die neue Formen annehmen, beispielsweise indem du Dinge beschreibst, die eine Kombination sind von verschiedenen Annahmen, die du schon vorher getroffen hast und an die du dich erinnerst. Und dann stellst du fest, dass es natürlich eine Entwicklung geben muss in diesem Ego, das du da vor dir hast. Es war also, als du ein Kind hast, ein ganz anderes Ego als das, was du jetzt hast. Es hatte auch mit anderen Dingen zu tun. Du hattest also früher mal so ein rotes Feuerwehrauto und das hast du dir selbst zugerechnet. Das war Teil deines Egos. Du warst der Junge mit dem roten Feuerwehrauto. Und hätte man dir das weggenommen, dann hättest du angefangen zu weinen, zu heulen und zu schreien. Und heute hast du vielleicht einen großen, schicken Wagen und du würdest sagen, du bist eben der Typ mit diesem großen, schicken Wagen und das ist Teil deiner Persönlichkeit, weil du bist nun mal so qualitätsliebend und Topleistung ist genau richtig für dich und du brauchst ein gewisses Niveau. Oder du könntest sagen, du bist ein Typ, der hat überhaupt gar kein Auto, sondern du bist mehr ökologisch orientiert. Oder du bist ein Typ, der hat eine ganz klapperige Karre und das ist dir völlig egal, weil du hast eine gewisse Abscheu gegenüber diesem ganzen Gehabe und Getue in der Gesellschaft.
Oder du bist zum Beispiel, damit will ich sagen, du identifizierst dich mit den Dingen. Du bist auch die Dinge. Du bist zum Beispiel auch der Typ mit den starken Muskeln oder der zum Beispiel gut Selbstverteidigung kann. Oder wenn du eine Frau bist, dann bist du die Frau mit dem schönen Körper oder du bist die Frau, die einen klugen Geist hat. Es sind also alles Dinge, die dich identifizieren und ausmachen. Und wenn du diese Dinge versuchst wegzulassen von deinem Ego, dann wirst du bald sehen, dass da nichts ist, außer diese Aussagen, die du treffen kannst. Der Eckhart Tolle, den ich ja sehr schätze, ich hatte neulich einen Vortrag von ihm gesehen, ähm, der hat ja manche dieser Aussagen, aber dann wieder will er total unterscheiden zwischen dem Bewusstsein, das einfach nur beobachtet, und dem, was da gesagt wird. Und so sehr ich dem Eckhart Tolle auch in jeder nur denkbaren Hinsicht zustimme, ist es eine Aussage des Spiritualismus, also meiner Weltanschauung, dass sich tatsächlich die Gedanken, die dich identifizieren und andere Gedanken nicht völlig trennen lassen. Wir sind Teil eines großen Geistes und der große Geist, also der uns umgebende Geist, hat Gedanken, ganz ähnlich unseren. Diese Gedanken betreffen andere Dinge, würden, wenn wir sie denn kennen würden, wären keine menschlichen Gedanken, sondern beschäftigen sich mit ganz anderen Sachen. Und was wir sozusagen als unsere Gedanken in unserem Kopf sehen oder wahrnehmen, das ist ein kleiner Ausschnitt aus dieser Welt voller Gedanken und Informationen. Aber man kann nicht sagen, dass sich meine Gedanken beispielsweise total trennen lassen von denen anderer Leute. Also wenn ich das jetzt mal auf die total sichtbare Ebene übertragen will, dann kann ich sagen, dass die Gedanken von Heraklit ganz offenbar in mir sind, denn ich wiederhole sie hier ja und interpretiere sie in meiner Weise. Woran man wieder sehen kann, dass die Gedanken von Heraklit vor 2000 Jahren andere gewesen sein müssen als meine. Ich interpretiere hier etwas, aber es ist nicht gesagt, dass es genau dasselbe wäre. Ich versuche da bloß einen gewissen Sinn reinzubringen für mich. Und auf diese Art und Weise formt sich also euer Ego. Und was das ganze Nützliche daran sein soll, denn es soll ja nicht nur so sein, dass ich hier irgendwas vortrage und so eine crazy Sache, wie es aus manchem Blickwinkel wahrscheinlich sein mag oder erscheinen mag, sondern das Ganze soll nützlich sein. Und das Nützliche liegt darin, wenn du das Flüssige all dieser Dinge erkennen kannst, die dich umgeben, dann kannst du auch anfangen, damit sie zu formen. Dann kannst du anfangen zu materialisieren. Und du kannst zum Beispiel in dir Dinge materialisieren, indem du zum Beispiel das etwas für wahr hältst, was in diesem Augenblick gar nicht wahr ist. Du weißt aber, wenn du diese richtige Weltanschauung hast, dass das alles möglich sein muss, denn alles ist ja im Fluss und das, was in diesem Moment hier ist, ist im nächsten Moment schon wieder nicht mehr hier. Es erscheint uns nur so, als ob alles sehr, sehr statisch und sehr, sehr festgelegt wäre. Das bedeutet also, du kannst die Angewohnheit annehmen, in deinem Leben bestimmte Sachen herbeizudenken, die in diesem Moment nicht wahr sind, aber im nächsten Moment wahr sein sollen, indem du einfach direkt dazu übergehst, die Dinge für wahr zu halten, die wahr sein sollen. Und du wirst sehen, dass mit einer gewissen Gewöhnung diese, diese Dinge dann wahr sind. Ich hatte das übrigens mal ich hatte mal ein Büchlein gelesen, das war von einem gewissen LeMay, glaube ich, und der hatte das Buch geschrieben, das man auch als Western-Verfilmung kennt. Der schwarze Falke heißt der Western und im Original heißt es The Searchers. Und es geht um Texas im Jahre 1850, sagen wir mal. Und die Tatsache, dass damals die Flüsse noch keine Namen hatten und die Leute, die in das Land kamen, die haben den Flüssen immer neue Namen gegeben. Und wenn einer dieser Leute dort nach einem Jahr
Es war ja manchmal so eine Streuner, ne? Die kamen dann dahin, dann sind sie wieder in einen anderen Staat gegangen und kamen dann wieder zurück. Dann hatten die Flüsse manchmal andere Namen. Und das ist aus meiner Sicht eine schöne Illustration auch dafür, alles fließt von diesem Heraklit. Ja, alles fließt, der Name des Flusses ändert sich, das Verständnis des Flusses ändert sich, das ganze Denken vom Fluss ändert sich und man kann jetzt diesen Umweg gehen, zu sagen, die Materie des Flusses ändert sich, aber du kannst in jedem deiner Gedanken dieses Flüssige wahrnehmen und dass du deine Gedanken weiterentwickeln kannst. Und diese Gedanken formen letzten Endes auch dich und dein Verständnis von dir selbst. Und das wollte ich in der heutigen Sendung einmal in Kürze vortragen und hoffe, ich konnte euch interessieren. Wenn ihr das Video mögen solltet, dann liked es doch bitte und tragt euch gerne ein als Abonnement. Ich sage erstmal Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.